Hier, ganz frisch aus dem Ofen. Backofenpommes. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Selber gemacht natürlich. Ich meine, deswegen bist du ja hier. Und während ich die jetzt hier genieße, weil die nämlich noch so super frisch sind, da zeige ich dir, wie ich die gemacht habe. Die Kartoffeln werden nicht gekocht, sondern nur mit kochendem Wasser überbrüht. Dafür setze ich als erstes 2 Liter Wasser auf und würze es mit 50 Gramm Salz. Die Menge Salz ist wichtig. Wird das Wasser nicht gewürzt, geht uns nur das wenige Aroma der Kartoffeln verloren. Und das wäre schade. Außerdem dringt bei dieser Menge Salz ein Teil davon in die Kartoffeln ein und würzt sie. Alle Zutaten stehen übrigens noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum beschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Dann brauchen wir natürlich Kartoffeln. Ich habe hier 800 Gramm Kartoffeln. Mehr bekommt man leider nicht auf einmal auf das Backblech. Verwende am besten eine mehlige Sorte, das führt zum allerbesten Ergebnis. Festkochende Kartoffeln gehen aber auch, wenn du keine anderen bekommen kannst, so wie ich. Die Kartoffeln also schälen und in Stifte mit einer Kantenlänge von 8 mm schneiden. Die Kartoffeln gründlich waschen, dadurch wird schon ein Teil der Stärke abgewaschen, der sich auf der Oberfläche der Kartoffeln befindet und beim Backen zu schnell bräunen würde. Die Kartoffeln dann in eine Schüssel geben. Ich gebe hier 30 Milliliter Weißweinessig ins Wasser. Der Essig hilft dabei, dass die Kartoffeln nicht zerfallen und beim Backen nicht so schnell braun werden. Dadurch können wir sie länger backen, ohne dass sie zu dunkel werden und bitter schmecken. Gleichzeitig können sie durch längeres Backen auch knuspriger werden. Die Kartoffelstifte mit dem kochenden Wasser übergießen und für 10 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Pommes können wir jetzt durch ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Damit die Pommes schön knusprig werden, müssen sie trocken sein. Je trockener die Kartoffeln sind, desto knuspriger werden sie. Wie man hier halbwegs gut sehen kann, ich habe den Rahmen etwas verfehlt, aber ich denke, man sieht trotzdem, wie elastisch die Kartoffelstifte durch das Essigbad geworden sind. Wenn man die doppelte oder dreifache Menge Essig verwendet, bekommen die Pommes eine leichte Essignote. Mir schmeckt das richtig gut, ist aber natürlich Geschmackssache. Aber je mehr Geschmacksrichtungen sich in einem Essen befinden, desto schmackhafter empfindet man es. In den Pommes ist Salz, etwas Bitteres durch die Röstaromen und eine leichte Säure durch den Essig. Ich weiß, es klingt gewagt, aber mit einer Prise Zucker kommt alles zusammen und die Pommes schmecken Umami. Umami kommt ja aus dem Japanischen und direkt übersetzt bedeutet es, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann hier, aber so viel wie muss im. Okay, ein kleiner Ausflug in die Welt der Geschmacksexplosion. Die Pommes auf einem Geschirrtuch ordentlich abtrocknen und auf das Backblech geben. 100 ml Rapsöl oder besser Erdnussöl darüber geben und mit dem Öl vermischen. Anschließend die Kartoffelstifte in einer Lage so gleichmäßig wie möglich auf dem Backblech verteilen. Das Blech in den Backofen schieben, mittlerer Einschub und die Pommes für 15 Minuten backen. Nach 15 Minuten die Pommes wenden und weitere 15 Minuten backen. Sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Genug Eigenwerbung, weiter geht's mit den Pommes. Jetzt kommt es darauf an, welche Kartoffeln man verwendet hat und wie der Ofen heizt. Ich habe meine Kartoffeln nach 30 und 40 Minuten noch einmal gewendet und noch 5 Minuten weiter gebacken. Nach insgesamt 45 Minuten habe ich sie also aus dem Ofen geholt und mit Küchenpapier entfettet. Sofort mit Salz gewürzt und dann so würzig, so lecker. Also ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Backofenpommes zu machen. Das geht ja wirklich super einfach und das Ergebnis ist einfach traumhaft. Also
Wenn man keine Fritteuse hat, auch dann kann man richtig super knusprige Pommes machen. Das gesagt. Ich muss jetzt hier noch die restlichen Pommes aufessen, bevor sie kalt werden. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du mich bisher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja gleich im nächsten Video wieder. In dem leckeren Pommes hier zum Beispiel. In diesem Pommes hier, ja. In diesem Pommes-Video, in dem ich zeige, wie man Pommes in der Fritteuse macht. Oder in diesem leckeren Kartoffelvideo. In einem von den beiden, die da zumindest gleich erscheinen. Das gesagt, der Pommes ist weg. Tschüss. Also, ab in die Küche, Pommes selber machen gehen. Das ist mega.